Willkommen zurück, ihr wundervollen Menschen aus dem ebenso wundervollen Santa Barbara in Kalifornien. Guckt mal im Hintergrund, seht ihr schon den geilen blauen Himmel. Ich bin irgendwann mal nach 30 Stunden angekommen. 12:30 war das hier morgens oder 12 Uhr nachts. Bin einfach heulend zusammengebrochen, weil es so anstrengend war. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das mich so stresst. Es hat alles geklappt, aber es ist eine Zumutung, dieses immer an alles denken. Dann habe ich 1000 technische Geräte bei. Also für mich ist das die Hölle. Ihr denkt immer alle, die ist so flawless und so. Nein, Reisen mit einem Flugzeug, der Horror. Anyways, was machen wir heute in dem Vlog? Wir machen in gewohnter Manier eine Roomtour. Wir gucken uns das Airbnb an. Ich zeige euch mein Auto, weil ich da noch eine geile Anekdote habe. Und wir machen eine Campus-Tour an die University of Santa Barbara. Und Leute, ihr müsst die Uni sehen, weil die ist so krank abgefahren. Die hat einen eigenen Beach. Das ist abgefahren. Ich war ja schon da, ich habe mich schon im Fitnessstudio angemeldet und so. Das müsst ihr sehen. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, machen wir mal einen kleinen Abstecher nach Ventura und gucken mal die Church of Scientology von außen an. Einfach nur mal so, um ins Feld reinzukommen, erstmal gucken, so, wo ist was, bevor ich da meine Kontakte anschreibe. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Airbnb an. Bis gleich. So, man kommt hier rein mit den Schuhe. Hier habe ich auch schon meine Crocs an. Geht hier hoch. Ja, und das wäre es dann eigentlich auch schon. Ich mache mal ein weiter an. Guckt mal. So sieht es als Ganzes aus. Also hier eine Couch, ne? Ein Sessel. Hier hinten ist die Küche. Ja, keine Spülmaschine. Wir sind in Kalifornien, da spart man Wasser. Gasherd. Kühlschrank. Fernseher. Ja, mit allen möglichen Sendern. Also NFL kann ich bis zum Umfallen. Mein Bett. Schon die Drohne drauf. Da hinten ist ein Schrank. Schreibtisch. Badezimmer. Hallo. Dusche. Und das Allergeilste an diesem Airbnb ist einfach, schaut euch das mal an. Dieser Balkon. Ist das nicht geil? Wenn man aufwacht, guckt man einfach hier, geht die Sonne auf. Einfach ein fucking Traum. Ich kann es nicht wieder, also kann es nur wiederholen. Hier sind dann meistens so Kolibris, so Hummingbirds. Die kann man daran beobachten. Und da unten ist mein Nissan Rogue. Da muss ich euch gleich, ich zeige euch den nochmal von innen und gehe mal ins Auto rein und erzähle euch mal die Anekdote. Leute, ihr seht ja, jeder kennt, glaube ich, einen Nissan Rogue. Aber ich habe den, wie gesagt, ausgetauscht. Ich gehe mal kurz rein und dann erzähle ich euch mal, wieso. Ich bin angekommen, war ja dann um 11:30 mitten in der Nacht und die Frau an dem Autovermietungsschalter hatte so einen fetten Schlüsselbund mit 1000 Schlüsseln und die war richtig in Geberlaune. Und die war irgendwie, ja, und hier noch das Auto und bla, willst du den, dies, das? Und der hat mir 1000 Autonamen, die ich sowieso akustisch überhaupt nicht verstanden habe nach 30 Stunden. Ich habe kein Wort verstanden. Und bla bla bla, dann höre ich nur Dodge Durango. Ich so, ja, 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 bla bla bla. Und dann gehe ich so auf den Parkplatz da, drückst so dran, also man hat ja so einen Spot, wo das Auto steht. Richtig, ist das meine Karre? Ist das einfach ein Sechssitzer gewesen, den man auf 8 Sitze so erweitern kann? So eine Mischung aus SUV, also wir können den mal einblenden, Dodge Durango, ich habe ja Fotos gemacht, ich bin ja damit erst noch gefahren. Eine Mischung aus SUV und Sportwagen. Und ich schwöre euch, ich steige in diese Karre ein, ich fahre
Ich will so bremsen an der Ausfahrt vom Vermietungssitz und dann so bin ich gefahren. Kein Scheiß. Ich so, was ist das für ein Auto? Der ist gefahren. Ich dachte aus der Kurve, ich komme hier niemals an diesem Airbnb. Und ich kann wirklich, und das ist auch nicht übertrieben, gut Auto fahren und ich fahre auch gerne Auto. Aber dieses Auto habe ich komplett fertig gemacht. Dann habe ich den am nächsten Morgen gesehen, dieses Schiff. Oh mein Gott, die Außenspiegel, das war ein LKW, ne? Dann habe ich nach 2 Tagen gesagt, ich kann das Auto nicht fahren. Ich bin da wieder zurückgefahren. Ich so, hallo Leute, ich will die Karre austauschen. Die haben das nicht verstanden. Ich so, oh nein, weil die ja kundenorientiert sind in den USA. Oh nein. Ja, was ist denn damit? Ich so, der ist einfach zu groß und der frisst 20 Liter auf 100. Ich so, das geht nicht. Ich muss ja commuten von Santa Barbara nach Ventura oder LA. Ja, willst du dann einen Jeep Wrangler? Mach mal hier Jeep Wrangler rein, Tim. Ich so, nein, gib mir bitte einfach ein Auto, wo ich mitfahren kann, ganz normal. Dann hat der wirklich, dieser Typ, aus der letzten Ecke diesen Nissan Rogue geholt. Meine Freundin musste schon lachen. Die so, haben die extra für dich vom Schrottplatz geholt. Weil die hatten eine fette Karre nach der anderen. Was soll ich mit dem, und dann noch mal ein Grand Cherokee oder so? Leute, nein. Und ich muss so lachen, weil ich glaube, dass hier fährt sogar ein Wrangler an mir vorbei. Und ich glaube, es ist einfach ausgleichende Gerechtigkeit gewesen oder irgendwie so ein bisschen Schicksal, weil ich habe wirklich mich übelst aufgeregt. Also ich habe gemeckert bei Martin und bei Tim, weil ich hatte ja einen Autounfall mit dem Taxen. Und das war ja wirklich, der war ja total Schaden. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht in so einer vielbefahrenen Stadt mit einem kleinen Auto fahren. Ich so, das ist lebensgefährlich, ne? Und ich so, gib mir so ein Auto, das sind nur 100 Euro mehr. Ich war richtig zickig. Meiner Meinung nach auch berechtigt. Aber dann war es einfach so, das Schicksal so, hier, kleine Zicke, jetzt hast du deine fette Karre. Und das wirklich, das war, also, nee, so viel dazu. Ich mal wieder hier aus dem Nähkästchen für euch. Und jetzt gucken wir uns den Campus an. Und Leute, wir sind in Kalifornien und in Santa Barbara. Und da fährt man standesgemäß Fahrrad. Wir schonen hier die Umwelt. Komplett ausgebaute Radwege. Wir fahren jetzt 20 Minuten mit dem Fahrrad. Und ja, let's move. So, ich bin jetzt am Campus angekommen. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen manövrieren und gucken, was hier so Phase ist. Aber könnt ihr schon sehen, es ist auf jeden Fall more crowded. Und überall habt ihr hier halt auch Fahrradständer und so, ne? Guck mal, was ich euch jetzt so zeigen kann. So die coolsten Spots hier auf dem Campus. So, wir sind jetzt hier am Stork Tower oder Stork Plaza. Ich würde mal sagen, das ist das Zentrum. Also ich habe das jetzt hier als Zentrum ausgemacht. Von hier aus gehen wir nach da ins Unicenter, weil ich will euch mal zeigen, wie abgefahren das auf so einem Unicampus ist, weil jetzt sind auch Leute da. Da gucken wir uns mal an, so da gibt es so, keine Ahnung, ich glaub, der Shop ist hier, 1000 Essensläden und so. Wir gehen mal da rein und dann wuscheln wir uns mal so ein bisschen weiter vor. So, let's go. So, wir sind jetzt hier drin. Gehen wir hier durch. So, da ist hier hinten, seht ihr das irgendwo? War ein Starbucks. Ich drehe mal die Kamera. Hier haben wir einen Starbucks. Hier ist, gehen wir mal weiter, hier ist der Store, damit ihr mal seht, wie viel Kram man hier kaufen kann. Hier passend zu Weihnachten. Hier die ganzen Hoodies und der geht noch hier komplett rein. Hier sind wir jetzt in so einem Food Plaza. Wir können mal so gucken, was es hier alles gibt. Hier ist griechisches Essen auf jeden Fall. Griechisch. Dann geht man hier weiter. Hier ist so eine random Information. Die sind hier alle ganz fleißig am Studieren. Wir sind ja mitten im Semester, ihr Lieben. Hier ist ein Subway, wo ich wünschte, schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr wünschtet, an der RUP oder am Ceres gäbe es ein Subway, dann schreibt Subway in die Kommentare. So, wenn man jetzt hier runter guckt, hier ist noch so ein Burgerladen, ne? Ein Panda Express. Und generell geht es unten noch so krass weiter.
Und irgendwie habe ich so einen leichten Culture-Schock, weil als ich an der MSU war kein Semester. Deswegen erinnert euch noch an den Vlog. Hier ist es jetzt viel, viel voller. Wir gehen mal weiter. Hier haben wir das Grad Student Center. Wir können ja mal da reingehen. Da sitzen sie schon. Die sind alle fleißig. Wir nicht. Wir genießen nur die Sonne und sind zum Chillen hier. Guck mal hier, LGBTQ überall. Das ist auch ein bisschen anders als an der MSU, ne? Wir sind hier in einem demokratischen Bundesstaat, ihr Lieben. So, jetzt sind wir hier quasi wieder am Ausgangspunkt zurück. Und gucken mal, oder ich guck mal, was ich euch noch zeigen kann, was wichtig ist. Vielleicht gucken wir uns mal die Bibliothek an. So, Library. Wir gucken mal. Ob wir Ärger kriegen, wenn wir hier filmen. So, ich war hier auch noch nicht, Leute. Ich mache ja alles auch zum ersten Mal. Deswegen müssen wir uns mal ein bisschen orientieren. Guckt mal hier. Hier gibt es eine Anzeige, wie voll die einzelnen Floors sind. Jetzt ist es gerade weg, aber da kann man das sehen. Mega cool. So, wir sind im 2. Stock. Reference Collection, Media, Ethnic and Gender Studies. Ja, und hier, jetzt ist Feminist Studies, hat man dann so auch verteilt überall. Habe ich gerade erfahren, so Religionswissenschaft irgendwo dazwischen, kommt drauf an, wonach man gerade sucht. Ne? Aber so sieht es halt aus. Und jetzt gehen wir mal auf den 8., weil da hat man wohl anscheinend einen geilen View über den Campus. Wo waren wir jetzt noch? Guckt mal den View. Da hinten. Das Meer. Ihr Lieben, das war der Campus. Ich hoffe, ihr konntet mal so ein bisschen Eindruck gewinnen. Jetzt gucken wir uns mal den Beach an. Und gucken wir mal, ob wir ins Wasser gehen. Es ist sehr warm. Aber eigentlich muss ich für den Vlog einmal ins Wasser, oder? Standesgemäß. Wir sind jetzt am Beach angekommen. Und werden wir mal reingehen und dann mal gucken, ob ich nachher da hinten ist noch so ein großer Aussichtspunkt. Ich wollte ja meine Drohne steigen lassen, aber hier ist es irgendwie eine autorisierte Zone. Also ich kann, selbst wenn ich einfach fliegen wollen würde, kann man gar nicht starten, die Drohne. Da muss ich mal andere schöne Shots irgendwie ausgucken. Aber wir gehen jetzt erstmal Wasser testen. So, ihr Lieben, ich war im Wasser. Ich hoffe, die Campus-Tour hat euch gefallen. Ich werde jetzt hier den Vlog bis hierhin erstmal beenden. Weil ich ja noch mit euch nach Ventura wollte. Ich glaube, das können wir noch anschließen. Aber ich werde mir jetzt erstmal noch einen Kaffee holen, noch ein bisschen in der Sonne sitzen. Guck mal da im Hintergrund, ein bisschen einfach aufs Meer schauen, ins Surfern zugucken. Und ich hoffe, es ist klar geworden, dass es eine komplett andere Fallstudie ist, in einem komplett anderen Bundesstaat mit komplett anderen Menschen. Wo es gar nicht so, wie gesagt, diese Midwesterner Freundlichkeit, die kann man sich hier abschmieren. Also hier ist es eher europäisch. Das muss ich, glaube ich, noch ergänzen. Distanzierter. Ich habe selber einen Kulturschock gehabt. Oder habe ich auch immer noch. Aber nichtsdestotrotz, wir ziehen durch. Und ich glaube, es gibt Schlimmeres, als in Kalifornien einen kleinen Kulturschock von Touristen zu haben. Bis dahin, erstmal. Ciao. Hello again. Bei mir ist mittlerweile schon der nächste Tag. Another sunny day in Southern California. Und wie versprochen, fahren wir jetzt mal nach Ventura. Ich habe mal ein bisschen Recherche betrieben und gucken uns das Scientology-Gebäude in Ventura mal von außen an. Lassen mal die Drohne fliegen. Ich werde auch reingehen und Hallo sagen. Da werde ich euch natürlich nicht mitnehmen können. Aber das ist das, was wir jetzt machen. Feld abstecken, Lage auschecken, Kontakte knüpfen und
danach noch an den Strand gehen. Let's move. So, ich bin angekommen, People. Im Hintergrund da seht ihr schon die Church. Jetzt gucke ich mal, was mich erwartet. Ich sage jetzt einfach mal Hallo. Und dann berichte ich euch nachher, wie es gelaufen ist. Bis gleich. So, ich bin jetzt mittlerweile wieder in Santa Barbara zurück. Hier seht ihr mal, da im Dune Café ist ein ganz cooles Café hier in Santa Barbara Downtown. Von Ventura nach Santa Barbara 40 Minuten. Ich bin jetzt relativ durchgekommen. Habe das gemacht, was ich machen wollte. Ich habe heute Morgen beim Kaffee trinken habe ich meinen Kontakt angeschrieben, warte, dass sie sich meldet, bin dann sofort ins Auto und habe gesagt, so, ich muss das Feld jetzt irgendwie auch mal ein bisschen erschließen, bin nach Ventura gefahren, habe mich vorgestellt und dann kommt halt rein. Ich habe die Kirche ja gesehen, so ein bisschen von außen und auch bei dem Drohnenshot, kommt halt rein und dann ist vorne immer eine Rezeption. Und dann fragen die mir, ja, wen willst du sehen, warum bist du hier? Und dann sage ich so, ja, ich bin hier, ne, ich bin extra für euch hier hingekommen und so, ne, ich forsche zu Bildern. Und das ist so spannend, das war bei den Cowboys auch so, dass dass man zu Bildern forscht und gar nicht so über die religiöse Identität oder die Inhalte, die machen oder so, immer sehr, sehr viel, das für die Leute gar nicht greifbar ist, weil die immer nur kennen, dass man bei Scientology entweder angefeindet wird oder bei den Evangelikalen nicht angefeindet wird, aber dass das überhaupt zur Rede steht, zur Debatte steht, weil die ja immer von sich sagen, it's about the community and not the images. Ja, und was macht man? Visitenkarte abgegeben, ne? Hab dann gesagt, so, wäre schön, wenn sich jemand bei mir meldet. Und da ist wirklich bei den Scientologen anders, da kann man sich auch drauf verlassen. Ich gehe jetzt davon ganz schwer aus, dass sich jemand bei mir meldet. Das ist halt alles struktureller, durchgeplant. Die werden mich auch googeln, sollen die auch machen, ist fair enough. Ne? Geht nochmal zu dem Sektenkulte, neue religiöse Bewegungen Video und guckt euch das nochmal an. Deswegen muss man da auch eine ganz andere Offenheit erwarten oder vielleicht gar nicht so eine Offenheit durch Sachen, die halt passiert sind. Aber das ist alles eingeplant, das ist so normal. Ja, jetzt habe ich ein Entry gehabt. Ich warte jetzt darauf, dass sich Leute bei mir melden. Habe natürlich das Gebäude mir von außen schon angeguckt. Ja, und das war's auch, glaube ich, für den Vlog. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke bekommen. Ihr habt den Campus gecheckt, mein Airbnb. Und ich freue mich jetzt auf die weitere Erfahrung, die komplett anders werden wird. Aber ich habe mega Bock. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Vlog, Leute. Peace out. Ich schiebe noch meinen Kaffee aus und gehe dann noch ins Meer. Ciao, ciao.